Hier oder auch hier könnte was drin sein, das dich krank macht. In den meisten Fällen ist das in Deutschland nicht der Fall. Eigentlich sind unsere Lebensmittel sicher. Eigentlich. Denn unser Kontrollsystem scheitert oft. Immer häufiger werden Lebensmittel zurückgerufen. Vielleicht erinnert ihr euch noch an die kollektive Angst vor Gurken, Sprossen, Frischmilch, Eiern, Rindfleisch oder eben auch Wurst. Die Liste der Lebensmittelskandale ist lang. Vergammeltes Fleisch, verdreckte Produktionsräume, unmenschliche Arbeitsbedingungen. Diese Ekelbilder aus der Firma Wilke stehen für den letzten großen Skandal. Stück für Stück kamen auch hier mehr Infos ans Licht und 25 Menschen könnten daran verstorben sein. Wieder einmal sind wir alle angewidert und empört. Wieder einmal wurde spät alarmiert, zu wenig kontrolliert und zu spät gehandelt. Es ist ein Skandal mit Ansage. Wir sehen, dass die gleichen Dinge schiefgelaufen sind. Jetzt in der Summe ist so ziemlich alles schiefgelaufen, was schieflaufen kann. Und solche Fälle sind jederzeit wieder möglich. Denn unser System hat Schwächen und Lücken. Und es könnte sogar noch schlimmer werden. Wir verlassen uns darauf, dass verdorbene Lebensmittel nicht zu uns in den Kühlschrank oder auf unseren Teller kommen. Weil die Hersteller, weil die Restaurants oder weil staatliche Stellen dafür sorgen, dass das nicht passiert. Und wir verlassen uns darauf, dass alles streng kontrolliert wird. Nur leider stimmt das nicht immer. Allein 2018 werden nachweisbar 11 Todesfälle, 324 Krankenhausaufenthalte und über 2400 Erkrankungen mit Lebensmitteln in Verbindung gebracht. Schätzungen zufolge sind es insgesamt 100.000 Erkrankungen durch Lebensmittel im Jahr. Und das kommt nicht aus dem Nichts, denn unser System hat Lücken und ist überlastet. Aber der Reihe nach. Ein zentraler Kritikpunkt ist grundlegend. Seit 1997 kontrollieren die Betriebe sich in erster Linie selbst. Das ist politisch gewollt und so genehmigt. Das heißt, über 1 Million Molkereien, Schlachtbetriebe, Cafés, Restaurants, Imbisse, Kioske, Supermärkte und so weiter sind selbst dafür verantwortlich, die Richtlinien und Grenzwerte einzuhalten. Sie kontrollieren sich selbst und in den meisten Fällen geht das gut. Aber Hygiene und ordentliche Kontrollen sind teuer und schwarze Schafe beginnen hier zu sparen. Wie wahrscheinlich auch Wilke. Um das zu verhindern, gibt es amtliche Kontrollen. Die kontrollieren in erster Linie, was die Unternehmen bei den eigenen Kontrollen selbst aufgeschrieben haben und den äußeren Eindruck. Und diese Kontrollen finden immer seltener statt. Einer der Hauptgründe dafür ist massiver Personalmangel. Und das Problem ist überhaupt nicht neu. 2001, während der BSE-Krise, lässt der akute Personalmangel die nötigen Kontrollen nicht zu. 2010, nachdem 7 Menschen an verseuchten Käse starben, ist das Problem Nummer 1 zu wenig Personal. Und so könnte man jetzt hunderte Meldungen zitieren. Es ist seit Jahren dasselbe Problem. Der Verband der Lebensmittelkontrolleure spricht sogar von Jahrzehnten. Die zuständige Ernährungsministerin Julia Klöckner will jetzt, dass die Länder für mehr Personal sorgen. Alle beteiligten Behörden müssen mit ausreichend qualifiziertem Personal versorgt sein. Wenn es um unsere Gesundheit geht, darf nicht gespart werden, denn ohne Personal keine Kontrollen. Und weil diese Kontrollen eben Ländersache sind, fühlt sich das Ministerium nicht weiter verantwortlich. Ob sich jetzt also was ändert, bleibt abzuwarten. Jedenfalls wundert es einen kaum, dass Foodwatch herausgefunden hat, dass jede dritte Kontrolle ausfällt. Gerade mal 10% von knapp 400 Behörden schaffen es, die Kontrollen durchzuführen, die sie müssten. Da kann man sich gut vorstellen, dass Unternehmen, die schlampig und unsauber arbeiten, durchs Raster rutschen oder das Ganze ausnutzen. Auch bei Wilke sind teilweise Kontrollen ausgefallen und trotzdem wurden mehrmals Mängel erkannt und Bußgelder verhängt. Und trotzdem kam verseuchtes Fleisch auf den Markt. Mit fatalen Folgen. Dann waren wieder alle empört und so auch die zuständige Ministerin Klöckner. Jetzt soll sich alles verändern und alles soll besser werden. Und da ist uns ein Entwurf für eine Verordnung untergekommen, die das Ganze ein bisschen anders darstellt. In Zukunft könnten es nämlich noch weniger Kontrollen werden. Nach der neuen Fassung wären wir hier bei vierteljährlich, das heißt alle 3 Monate. Statt 12 Kontrollen, 4 Kontrollen. Also die Kontrollen werden weniger. Wie kann das jetzt sein? Dafür sollen die Risikogruppen in der neuen AVV-RÜB neu definiert werden. Und außerdem verändert sich die Frequenz der Pflichtkontrollen. Wenn man die beiden Fassungen übereinander legt, sieht man, aus der täglichen Kontrolle wird eine wöchentliche und aus der monatlichen wird 4-mal im Jahr. Verbraucherschützer und der Verband der Lebensmittelkontrolleure halten von der Idee dementsprechend nichts.
Für sie steht fest, da wird auf dem Papier schön gerechnet, dass Kontrolleure fehlen, indem man die Aufgaben verkleinert. Im Ministerium sieht man das anders und erklärt, dass man dadurch, dass man weniger Routinekontrollen macht, mehr Risikokontrollen machen kann. Man will sich jetzt also stärker auf die schwarzen Schafe konzentrieren und da effizienter kontrollieren. Steht damit aber ziemlich alleine da. Der finale Text für die Verordnung steht auch noch nicht und die Auslegung bleibt am Ende dann wieder Ländersache. Nach mehr Sicherheit für unsere Lebensmittel klingt es allerdings nicht. Denn was uns auch klar sein muss, von den meisten Mängeln und Verstößen bekommen wir überhaupt nichts mit. Auch unser Rückrufsystem ist noch nicht einmal bundesweit einheitlich oder wirklich übersichtlich. Und die Ergebnisse der meisten Kontrollen sind noch nicht mal öffentlich. Das ist in vielen EU-Ländern anders und das zeigt uns auch einen Weg, wie wir es besser machen könnten. In Dänemark, Norwegen und Wales zeigen zum Beispiel Smileys an der Tür von Restaurants, wie sauber oder nicht sauber da gearbeitet wird. Und in Frankreich kann man die Kontrollergebnisse online abrufen. In Deutschland gibt es in manchen Städten zwar Initiativen, aber ein bundesweites System ist nicht geplant. Hier versuchen es Verbraucherschützer wie Foodwatch sogar mit eigenen Plattformen. Alles in allem muss uns bei unserem jetzigen System klar sein, dass in einer Branche, die so sehr unter Preisdruck steht und in der so wenig kontrolliert wird, der nächste Skandal sicher ist. Die neue Verordnung wird das nicht verbessern, sondern höchstwahrscheinlich sogar noch verschlimmern. Klar ist, auch mehr Kontrollen können Fehler nicht ganz ausschließen. Aber wenn irgendwo Mängel und Dreck gefunden werden, dann sollten wir Verbraucher das so schnell und so einfach wie möglich erfahren. Und daran kann man ganz sicher arbeiten.